Gesundheit braucht Verstand. Wem von euch wurden die Weisheitszähne gezogen? Das passiert in Deutschland etwa 1 Million Mal im Jahr. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher. Das ist eine der häufigsten Operationen überhaupt. In den USA soll das sogar mehr als 10 Millionen Mal passieren. Und bei den meisten ist das sogar prophylaktisch und nicht, weil die Zähne Probleme machen. Und was ist die Begründung? Passen nicht rein, Kiefer ist zu eng, raus damit. Und die meisten akzeptieren das. Klar, wenn der Zahnarzt sagt raus, dann lässt man sich darauf ein. Dann müssen sie raus. Aber habt ihr euch dann schon mal gefragt, warum passen die denn da eigentlich nicht rein? Seit Millionen von Jahren hat der Mensch Weisheitszähne. Die Evolution, also die Menschheitsgeschichte, die hat dafür gesorgt, dass er sie bekommt. Die Bundeszahnärztekammer sagt dazu sogar, dass bei bis zu 80% der jungen Menschen die Weisheitszähne gar nicht mehr durchbrechen. Immerhin 80%. Bei einem einzelnen Menschen könnte man von Pech reden. Aber bei 8 von 10 kann das kein Zufall sein. Das ist ein Muster. Und Muster haben immer Ursachen. Hat die Evolution etwa einen Fehler gemacht? Nein, euer Kiefer hat sich nicht richtig entwickelt. Und das hat einen Grund, den die Zahnärzte euch nicht erklären. Und das, weil sie es selbst nicht besser wissen. Denn es steht so, wie sie es vertreten, in ihren Lehrbüchern. Aber die Sache mit den Weisheitszähnen, die ist eine Frage, die immer wichtiger wird. Alle reden von Longevity, Anti-Aging, alle wollen dem Körper irgendetwas zufügen, damit er länger hält. Das versucht man mit Pillen, mit Stammzellentherapie, mit Nahrungsergänzungsmitteln, Plasmatherapien und sogar Genmanipulationen. Und gleichzeitig schneidet man dem Körper etwas heraus, was wir gar nicht richtig verstehen. Nicht einmal die Funktionen können wir einordnen. Und die Weisheitszähne sind so ein typischer Fall, aber keineswegs der einzige. Ausgerechnet in diesen Weisheitszähnen, die millionenfach im Müll landen, steckt ein kleines Reservoir von Zellen, die kaum altern. Man könnte fast sagen, ein körpereigener Jungbrunnen. Und das, während Milliardäre an anderen Orten Millionen von Dollar für Anti-Aging ausgeben. Und wie das Ganze zusammenspielt und zusammen zu verstehen ist, das erkläre ich euch gleich. Schauen wir uns erstmal an, wie so ein Kiefer eigentlich wächst. Denn das ist der Schlüssel von allem. Weder Unterkiefer noch Oberkiefer sind starre Knochen. Die wachsen, das natürlich vor allem in der Kindheit, und sind auch tatsächlich ein Leben lang formbar. Und was den Kiefer breit macht, das sind die Funktionen im Mundraum, wo die Zunge eine Rolle spielt, wo Unterdruck eine Rolle spielt, wo der Mundschluss eine Rolle spielt. Also mehrere Funktionen, die gleichzeitig zusammenkommen müssen, damit sich der Unterkiefer breit ausbilden kann. Wenn ein Kind richtig durch die Nase atmet, dann ist der Mund geschlossen. Die Zunge liegt oben am Gaumen und jedes Mal, wenn das Kind schluckt, dann drückt die Zunge gegen den Gaumen. Und das passiert 1500 Mal am Tag. Und genau dieser Druck ist es. Das sorgt dafür, dass der Gaumen in die Breite wachsen kann. Und das ist kein Zufall, das ist ein biomechanisches Prinzip. Der Kiefer wird über Funktionen geformt. Und jetzt schaut euch an, was passiert, wenn das nicht stattfindet. Wenn ein Kind durch den Mund atmet, dann hängt die Zunge unten. Der Mund ist offen und die Zunge erreicht den Gaumen nicht. Und was passiert? Der Gaumen wird nicht breit. Er bleibt schmal, bildet sich sogar steil aus wie ein gotischer Bogen, statt in die Breite zu wachsen. Schmaler Gaumen bedeutet wenig Platz in der Zahnreihe. Zähne werden schief, stehen eng und ganz hinten, da ist schlicht kein Platz mehr für die dritten Molaren. Die Weisheitszähne. Deutschland hat die höchste diagnostizierte Anzahl von Zahnfehlstellungen bei Kindern und Jugendlichen. Mehr als 2/3 sollen betroffen sein.
In Schweden, Dänemark, da sollen das so circa zwischen 25 und 35% sein, also deutlich weniger. Das sind hauptsächlich Funktionsstörungen. Jetzt gibt es natürlich die klassische Mehr, das liegt an der weichen Industrienahrung. Wir kauen heute zu wenig, der Kiefer wird zu wenig belastet. Da mag ja ein bisschen was dran sein, aber kauen die anderen Länder denn weniger? Kauen die härter? Ernähren sich großartig anders? Nach allem, was wir unter dem Aspekt unterstellen können, ist, dass das Kauen zumindest keine zentrale Rolle spielt. Der entscheidende Faktor ist die Funktion, denn danach bildet sich die Form aus. Wie ihr atmet, wie eure Zunge liegt, wie euer Kopf ausgerichtet ist, das formt den Kiefer. Den ganzen Tag über, bei jedem Schlucken, bei jedem Atemzug. Das Kauen hingegen, was ja beim Essen hauptsächlich stattfindet, das spielt vom Zeitfaktor eher eine untergeordnete Rolle. Macht jetzt mal Folgendes. Schließt euren Mund und achtet drauf, wo eure Zunge liegt. Ist sie oben am Gaumen, mit der Zungenspitze oben zum Gaumen ausgerichtet und die Zungenspitze dort angelegt? Oder liegt sie flach unten im Mund? Und jetzt schluckt mal bewusst. Ist die Zunge dann weiterhin oben am Gaumen und drückt dagegen? Oder richtet sie sich nach vorne und drückt gegen die Zähne? Wenn eure Zunge unten hängt und beim Schlucken nach vorne gegen die Zähne drückt, dann wisst ihr jetzt, warum sich euer Kiefer so schmal ausgebildet hat. Und damit wisst ihr auch, warum die Weisheitszähne angeblich keinen Platz haben sollen. Aber warum stellen sich solche falschen Bewegungen ein? Und warum atmet ein Kind durch den Mund? Da kann man nicht unterstellen, dass das so einfach angeboren ist. Denn alle Kinder werden mit der richtigen Atmung geboren. Häufig fangen aber Einflüsse, die das umstellen, nämlich von der Nasenatmung zur Mundatmung, ganz früh an. Schnuller anwenden bei Babys, Flasche, Daumenlutschen. Und genau das trainiert alles Muster, die den Mund geöffnet halten. Dadurch ausgelöst und damit einhergehen, kommen Infekte und Allergien bei Kleinkindern mit typischer verstopfter Nase. Und die Mundatmung muss ja dann sogar sein, weil wir müssen ja immer atmen. Und wenn das oft genug passiert, dann wird das zur Gewohnheit. Das Kind kennt es dann gar nicht mehr anders und atmet immer durch den Mund. Und dann folgt eine ganze Kette. Mundatmung, Zunge liegt unten, kein Wachstumsreiz am Gaumen, der Gaumen bildet sich hoch aus, die Zähne werden schief, Weisheitszähne haben keinen Platz mehr später, also Weisheitszähne raus. Und das Verrückte ist, niemand in dieser Kette fragt, warum ist denn der Kiefer zu schmal geworden? Der Zahnarzt sieht, Zahn passt nicht, Zahn raus. Kieferorthopäde sieht, Zähne schief, mit Zahnspange, Brackets oder Schienen regulieren. Und wenn diese Methoden nicht halten, was sie versprechen, dann bringt man einfach Retainer an den Zähnen an oder empfiehlt sogar eine Operation. Es gibt unzählige Patienten, die hatten mehrfach Kieferorthopädie und die Zähne sind jedes Mal danach wieder schief geworden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Medizin korrigiert Zahnfehlstellungen mit Apparaturen, Brackets, Schienen, Alignern und das kostet Tausende von Euro. Und wenn die Zähne wieder schief werden, dann gilt das als gegeben. Der Organismus ist schuld, der macht das. Oder die Gene machen das. Nein, macht er nicht. Es gibt einen funktionellen Grund. Es drückt etwas gegen die Zähne und die Zähne werden in ihrer Position nicht mehr gehalten, denn selber können die sich nicht bewegen. Die Zunge, die Lippen, die ganze Muskulatur im Mund arbeitet ständig gegen die Korrektur. Und solange die Funktionen nicht stimmen, dann werden die Zähne immer wieder schief. Da kann man korrigieren, wie man will. Das meine ich mit Funktion. Ist also nicht der Knochen, sondern die Funktion. Und ausgerechnet die wird systematisch ignoriert.
Ich sage den Kieferorthopäden immer wieder seit vielen Jahren, kümmert euch doch mal um die Ursachen und nicht nur um die Folgen. Fragt doch erstmal, warum werden denn die Zähne schief? Warum ist der Kiefer zu schmal? Korrigiert doch zunächst einmal die Funktion. Dann muss man schauen, was übrig bleibt. Und das könnt ihr immer noch korrigieren. Und ich sage den Eltern, fragt euren Kieferorthopäden, eure Kieferorthopädin, warum das Kind schiefe Zähne hat. Und keineswegs nur, was er dagegen denn machen will. Und jetzt kommen wir zurück zu den Weisheitszähnen. Bis zu 1 Million Extraktionen allein in Deutschland. Und die meisten davon prophylaktisch. Das heißt, die Zähne machen keine Probleme. Aber der Zahnarzt sagt, da könnten irgendwann mal Probleme auftreten. Also raus. Das ist ähnlich, als würdet ihr euch den Blinddarm vorsorglich rausnehmen lassen, weil er sich ja mal entzünden könnte. Und bei vielen dieser Zähne gilt, die hätten Platz gehabt, wenn sich denn der Kiefer richtig entwickelt hätte. Das heißt, die Operation wäre gar nicht nötig gewesen, wenn man sich rechtzeitig um die Funktion gekümmert hätte. Und ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es natürlich Situationen gibt, wo Weisheitszähne raus müssen, wenn sie verlagert sind, wenn sie auf Nachbarzähne drücken, wenn sie entzündet sind, wenn sie Zysten bilden. Das sind klare Indikationen. Aber wenn ein Weisheitszahn keine Probleme macht, nicht entzündet ist, warum soll er da nicht drin bleiben? Denn es gibt einen guten Grund dafür, den viele nicht wissen. Und das ist etwas, was die Stammzellenforschung gerade besonders interessant findet. Jeder lebende Zahn hat im Inneren ein Gewebe, die Zahnpulpa. Da laufen Nerven und Blutgefäße durch. Deswegen tut das weh, wenn der Zahnarzt zu tief bohrt. Und in dieser Pulpa sitzen speziell bei Weisheitszähnen vermehrt Stammzellen, sogenannte Dental Pulp Stem Cells. Und das ist seit über 20 Jahren bekannt und ein aktives Forschungsfeld. Und jetzt kommt das Spannende, diese Stammzellen sind von der biologischen Alterung kaum betroffen. Normale Zellen altern, habe ich in meinem letzten Video darauf hingewiesen, weil sich bei jeder Teilung Schutzkappen ihrer DNA verkürzen, die sogenannten Telomere. Und irgendwann ist mit der Zellteilung Schluss. Aber die Stammzellen, die haben ein Enzym, die Telomerase, die dafür sorgt, dass sich die Enden eben nicht verkürzen. Sie altern also kaum. Sie sind quasi die Zellen, die der biologischen Uhr entkommen. Und die genau sitzen in euren Weisheitszähnen, aber die reißen wir raus und werfen die weg. Forscher an der Universität im Baskenland haben festgestellt, dass man aus diesen Stammzellen Nervenzellen erzeugen kann, die tatsächlich elektrische Signale feuern. Und sogar Knochengewebe ließ sich daraus züchten. Das zeigt also, dass offensichtlich diese Stammzellen in den Weisheitszähnen einen besonderen Zweck haben. So lange sind diese Stammzellen da drin aktiv. Sie sind in ihrer natürlichen Umgebung ständig versorgt, quasi der perfekte Bioreaktor. Es gibt sogar Firmen, die bieten an, Weisheitszähne nach der Extraktion einzufrieren. Das nennt sich Stammzellenbanking und ist für den Fall, dass die regenerative Medizin irgendwann versteht, gegen welche Krankheiten zum Beispiel diese Stammzellen wirken könnten. Und was lassen wir zu? Dass der Zahn prophylaktisch rausgezogen wird, weil der Kiefer zu schmal ist. Der Kiefer ist aber zu schmal, weil die Funktion gestört ist. Und das Stammzellendepot landet im Mülleimer. Das klingt genauso absurd, wie es auch tatsächlich ist. Und das ist ein Punkt, den ich euch mitgeben will. Wenn die Natur an irgendeiner Stelle in eurem Körper ein Stammzellendepot angelegt hat und das über Millionen von Jahren beibehält, dann ist das nicht ohne Grund da. Natürlich verstehen wir die Funktion nicht ganz. Aber bei einem so komplexen, komplizierten System wie dem menschlichen Körper sollten wir unbedingt vorsichtig sein und können etwas nicht voreilig als nutzlos definieren. Die Folgen, wenn wir es entfernen, die kennen wir vielleicht erst Jahrzehnte später oder vielleicht auch gar nicht.
Die Medizin hat so eine grundlegende Angewohnheit. Was sie nicht versteht, wird oftmals für nutzlos erklärt. Und was nutzlos ist, kann raus. Schauen wir uns das mal über die Zeit an. Fangen wir mal mit dem Mandel an. In den 60er, 70er Jahren hat man die den Kindern am laufenden Band rausgenommen. Bei fast jeder zweiten Entzündung. Und heute wissen wir, die Mandeln sind ein wichtiger Teil des Immunsystems. Ein erster Abwehrposten im Rachen. In Dänemark hat man etwa 1,2 Millionen Kinder nach der Entfernung der Gaumenmandel untersucht. Und sie zeigten ein dreifach erhöhtes Infektionsrisiko. Und die Hauptursache für die Entzündungen war genau das, von dem wir heute reden, die Mundatmung. Dann der Blinddarm, jahrzehntelang das Paradebeispiel für ein nutzloses Überbleibsel der Evolution. Tat da irgendwas weh in der Region? Dann raus damit. Und heute wissen wir, der Blinddarm ist ein Reservoir für nützliche Darmbakterien, für das Mikrobiom in unserem Körper. Nach einem schweren Durchfall zum Beispiel, wenn das Darmmikrobiom wie leergespült ist, dann hilft es beim Wiederaufbau. Die Natur hat ihn in über 80 Millionen Jahren in mehr als 30 verschiedenen Säugetierlinien entstehen lassen. Er ist also älter als das Aussterben der Dinosaurier zurückliegt. Also so unnütz kann er gar nicht sein. Und heute sind es die Weisheitszähne, millionenfach prophylaktisch. Und das mit einem Stammzellenreservoir, das wir gerade erst zu verstehen beginnen. Immer dasselbe Muster. Man versteht die Funktion nicht, also wird für nutzlos erklärt. Und Jahrzehnte später stellt sich heraus, es hatte doch eine. Man fummelt an einem hochkomplexen System herum, das sich über Millionen von Jahren entwickelt hat. Und dabei vergisst man, dass jede dieser Strukturen sich aus einem guten Grund entwickelt hat. Also was heißt das jetzt konkret für euch? Erstens, wenn euch oder euren Kindern gesagt wird, die Weisheitszähne müssen raus, dann fragt bitte nach. Warum? Machen die tatsächlich Probleme oder ist das eine prophylaktische, eine vorbeugende Empfehlung? Sind sie entzündet, verlagert? Drücken sie auf die Nachbarzähne? Dann vielleicht ja, aber wenn nicht, dann darf man es mit gutem Grund hinterfragen. Zweitens, wenn euer Kind schiefe Zähne hat oder der Kiefer zu schmal ist, dann fragt nach den Ursachen. Atmet das Kind durch den Mund? Liegt die Zunge in der richtigen Position? Das sind die Fragen, die zunächst mal gestellt werden müssen. Und das schon bevor man mit der Korrektur beginnt. Und drittens, die Basisfunktionen müssen stimmen. Nasenatmung, richtige Schlucken, Kopfbalance. Das sind die 3 Funktionen, die den Kiefer formen, die den Rachenraum gesund halten und letztlich sogar euer ganzes Körpersystem in Ordnung halten. Und wenn diese Funktionen nicht stimmen, dafür haben wir die Faceformer-Therapie entwickelt. Die habe ich ja schon in anderen Videos vorgestellt und es gibt auch Erklärungsvideos, wie man das macht, wie man das Training macht, damit sich die Funktionen korrekt ausbilden auf der einen Seite und die Form den Funktionen dann auch folgen kann und die Zähne in ihrer Position bleiben, wenn sie korrigiert sind. Zu der Therapie könnt ihr auch die kostenlose Faceformer Trainings-App verwenden. Und auch auf unserem Kanal findet ihr ausführliche Anleitungen. Und wenn ihr beim nächsten Mal Longevity hört, den ganzen Optimierungshype, ich bin davon überzeugt, dass ein langes, gesundes Leben nicht dadurch stattfindet, dass man dem Körper ständig was wegnimmt und anderes wieder zufügt, sondern dadurch, dass man versteht, wie eine Funktion sich regelrecht organisieren muss und wie sie stattfinden muss, damit sie biologisch korrekt ist und dafür die Voraussetzung schafft, dass diese Funktion sich auch richtig einstellen kann und erhält. Und dafür muss man am Anfang der Kausalkette ansetzen und nicht am Ende, nicht am rausgerissenen Zahn, sondern an der Atmung, an dem Schlucken, die den Kiefer erst formen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es mit Eltern, mit Kindern,
denen gerade eine Weisheitszahnoperation empfohlen worden ist. Abonniert unbedingt den Kanal, dann bekommt ihr immer die neuesten Informationen, die wir 14-tägig einstellen. Drückt auf die Klingel, dann werdet ihr erinnert und schreibt einen Kommentar unter das Video, wie es euch ergangen ist mit den Weisheitszähnen und was hat euer Zahnarzt euch gesagt, warum die raus müssen. Wer noch etwas mehr über die Mandeln wissen möchte, wir haben ein ausführliches Video dazu. Ich verlinke euch das. Ja, und ich sage wie immer, tschüss für heute.